Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder hier dabei seid zu meinem neuesten Film. Ich begrüße euch heute wieder aus unserem wunderschönen Flöhatal. Und heute befinden wir uns am Rande von Borstendorf. Ich hatte es euch versprochen, ihr wisst sicherlich, Borstendorf, Schachwanderweg ist das Stichwort. Und was es mit dem Schachwanderweg und der Schachtradition und dem Schachdorf Borstendorf auf sich hat, das möchte ich euch in den nächsten Minuten erzählen. Und auch, dass zu Borstendorf viel mehr gehört als nur Schach. Also, ich hoffe, ihr bleibt dran, ihr könnt gespannt sein und ich wünsche euch viel Spaß beim Wandern um das Schachdorf Borstendorf. Der Borstendorfer Ortsteil Flossmühle soll der Ausgangspunkt unserer heutigen reichlich 10 Kilometer langen Wanderung auf der Spur des Schachwanderweges sein. Anreisen könnt ihr wieder ganz bequem mit unserer Flöhatalbahn. Auf die Flossmühle selbst, in der wir uns hier befinden, möchte ich in einem späteren Film eingehen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Deshalb steigen wir mit dem Thema Schachwanderweg ein. Denn ich muss mich eigentlich ein klein wenig korrigieren. Es gibt nämlich gar nicht den einen Schachwanderweg. Der Clou bzw. Sinn des Schachwanderweges mit seinen Verästelungen ist, dass man ihn nach Belieben und ganz individuell mit anderen Wegen kombinieren und so Borstendorf und seine Umgebung von allen Seiten auf verschiedenen Varianten kennenlernen kann. Darüber hinaus hat man so noch jede Menge Möglichkeiten, auf des Schachs Pfaden wieder ins Dorf zurückzukehren. Und egal wie ihr geht, eins haben diese Varianten alle gemeinsam. Wenn ihr aufpasst, findet ihr überall Schachfiguren mit vielen interessanten Erklärungen rund um das Spiel und die Entwicklung im Zusammenspiel mit dem Ort. Doch genug der Vorrede, lasst uns jetzt loslaufen. Der eigentliche Schachwanderweg würde jetzt die Straße nach oben ins Dorf führen. Aber wir wollen einen ganz eigenen, individuellen Weg erstellen, um dabei die Gegend um Borstendorf zu erkunden. Zumal hier die Möglichkeit besteht, den Schachwanderweg mit unserem auf früheren Abschnitten bereits gelaufenen Flöhatalweg zu kombinieren. Wir folgen also zunächst der schmalen Straße zwischen Eisenbahn und der Flöha. Nach einigen 100 Metern könnt ihr, wenn ihr ganz genau hinschaut, diverse Überreste einer Industrieanlage finden. Heute kaum noch vorstellbar, aber hier lag das sogenannte Queckhaus. Erbaut wurde es als Holzschleiferei durch die Firma Schönherr, welcher auch die Flossmühle gehörte. Zu DDR-Zeiten diente sie dann als Turbinenlager, später nur noch als Wohnhaus. Abgerissen wurde die inzwischen zur Ruine verkommene Firma dann in den 90er Jahren. Dem Lauf der Flöha folgen wir bis kurz vor Reifland, bis Höhe der Vogelmühle, welche auch schon bessere Zeiten gesehen hat. Zuletzt in der DDR wurde dieses Objekt als Kinderferienlager genutzt. Wir biegen jetzt links ab, hoch in den Rödenbacher Wald. Der Rödenbacher Wald ist eines der größten zusammenhängenden Wälder in unserer Region. Ich werde euch später hier noch zu Wanderungen einladen. Denn gerade hier in diesem Wald finden wir einige der Schachfiguren des Schachwanderweges. Am Flöha-Hangweg angekommen, biegen wir links in selbigen ab. Wie immer ist es ganz einfach, diesen Rundweg zu finden. Wer jedoch auf Nummer sicher gehen will, unten in die Beschreibung stelle ich euch die Links von Komoot bzw. Outdoor Active ein. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch dort die GPS-Daten gern herunterladen.
Treten wir aus dem Wald, stoßen wir wieder auf den Schachwanderweg und es eröffnen sich 2 Versionen. Heute verlassen wir den Wald und nehmen den besonders reizvollen Weg über die Felder mit seinen weiten Ausblicken ins Flöhatal und hoch in unser Erzgebirge. Ich kann euch garantieren, es lohnt sich hier zu gehen und das bei jeder Jahreszeit. Genießt den schönen Ausblick. Um den Kuhstall der früheren LBG müssen wir herum, wenige Meter Straße und kraxeln auf den hochgelegenen Fußballplatz der Sportgemeinschaft Rotation Burstendorf nach oben. Angesichts der schönen Ausblicke auf Burstendorf bzw. ins Flöhatal wird es Zeit, euch, wie versprochen, von Burstendorf und dem Schach zu erzählen. Denn die Frage, wie das alte persische Brettspiel es schaffte, in unser kleines Dorf ins Erzgebirge zu gelangen und hier für Furore zu sorgen, ist nämlich eine ganz besondere. Burstendorf entstand, wie so viele Dörfer der Region, als sogenanntes Waldhufendorf. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts und heute kaum noch zu glauben, entstand als Besonderheit im Gegensatz zu den spielzeugbauenden umliegenden Dörfern hier in Burstendorf neben dem Orgelbauer Gödel der Geigenbau. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Überlegenheit der Konkurrenz im Klingenthaler Musikwinkel zu groß und übermächtig. Die Burstendorfer mussten die Geige an den sprichwörtlichen Nagel hängen. Doch dem, der sich regt, lacht mitunter die Dame Fortuna. Unsere Burstendorfer Spielwarenhändler besuchten selbstverständlich regelmäßig die Leipziger Messe. Von dort kamen sie beginnend 1871 mit größeren Aufträgen für Bretter zum Schach bzw. dem Damespiel zurück. So lag es auf der Hand, dass von 1871 bis 1875 die ersten größeren Schachbrettfabriken in unserem Dorf entstanden. Die Handwerker in Burstendorf waren rege und voller Erfindungsgeist und so blieb es nicht nur bei Schachbrettern und dem Damespiel. Es kamen verschiedenste Utensilien zum Schachspiel hinzu. Allein die Schachfiguren lagen ja förmlich in der Luft. Es wurden regelrechte Schachtische gebaut, Reiseschach in vielen Versionen, bis hin zum Steckschach oder Schachspiel mit Magneten und vieles andere mehr. Durch dieses gewachsene und vielfältige Angebot an Artikeln häuften sich die Aufträge und Schach wurde ein ganz wichtiger Wirtschafts- und Ernährungszweig für die Burstendorfer. Buchstäblich die halbe Welt spielte mit unseren Schachspielen und Burstendorf, wer von euch hätte es für möglich gehalten, schreibt es ruhig unten in die Kommentare, war der weltgrößte Hersteller von Schachbrettern. Exportiert wurde nach Australien, in die USA, Frankreich, Schweiz, die Bundesrepublik Deutschland und viele andere Länder. Selbst Weltmeister wie beispielsweise Michael Tal oder Tigran Petrosyan spielten mit unseren Figuren und man sprach tatsächlich vom Burstendorfer Stil. Sicherlich wird sich niemand wundern, wenn ich euch jetzt erzähle, dass Burstendorf Alleinhersteller für das Schachspiel in der DDR war. Daraus erwuchsen im Laufe der Jahre richtige Schnitzkünstler, bei denen nicht nur die Schachfiguren im Mittelpunkt standen. Beispielsweise Horst Streiter, um nur einen namentlich zu nennen, dem wir als Kinder ehrfurchtsvoll über die Schultern geschaut haben. Durch diese große handwerkliche Fertigkeiten bzw. Anforderungen entwickelte sich hier im Dorf ein regelrechtes Faible für die Kunst des Schnitzens. Was lag näher, als dass sich 1927 ein Schnitzverein gründete. Mit dem sogenannten Systemwechsel 1989-90 wurde zwar die komplette Schachproduktion zerschlagen, was aber glücklicherweise Bestand hat, ist die Liebe zu diesem Spiel. Dazu gehört selbstverständlich auch die Beschäftigung im Schnitzverein.
Was sind in diesem Rahmen für Kunstwerke entstanden, welche natürlich auch mit Schach zu tun haben, wie beispielsweise diese Miniaturausgaben an Schachbrettern. Eine wirkliche Augenweide. Der Schnitzverein besteht nunmehr seit 95 Jahren. Ein stolzes Jubiläum, welches traditionell im Januar aller 5 Jahre gefeiert wird. Durch Corona bzw. die damit einhergehende Ungewissheit wurde erstmals diese Feier verschoben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Da diese Veranstaltung auch eine gewisse Vorbereitungszeit benötigt, wird es die nächste große Schnitz- und Bastelausstellung gemeinsam mit den Klöpplern im November 2022 geben. Es wäre schön, wenn ihr alle vorbeikommt und euch anschaut, was hier in Borstendorf alles geschieht. Vielleicht wird sogar der Besucherrekord von 20.000 Besuchern aus dem Jahr 1982 geknackt. Borstendorf und seinen ehrenamtlichen Mitstreitern wäre es sehr zu wünschen. Allerdings kann heute noch kein Mensch sagen, wie die Situation rund um Corona im Jahr 2022 aussehen wird. Deshalb schreibe ich euch die Links zum Schnitzverein unten in die Beschreibung des Videos. Dort findet ihr alle Neuigkeiten bzw. Infos rund um die Ausstellung und den Verein bzw. bei Facebook. Damit ist zum Thema Schach und Borstendorf jedoch noch immer nicht alles erzählt. Freunden der Philatelie dürfte es vielleicht sogar bekannt sein, der erste Schachstempel weltweit kommt woher? Klar, aus Borstendorf. Und dem ersten folgten noch weitere. Ein weiterer Grund, auf diese wunderschöne Tradition stolz zu sein. Vielleicht hat der eine oder andere von euch sogar eine eigene Briefmarkensammlung und da befindet sich einer der Borstendorfer Sonderstempel. Schreibt's doch bitte unten in die Kommentare, ich bin gespannt. Dass Schach an der Borstendorfer Schule ein Pflichtunterrichtsfach war, das verwundert jetzt wohl niemand mehr von euch. Um die Erzählung über Borstendorf und den Schach rund zu machen, quasi rund wie unsere Welt, gibt es auch eine Gemeinschaft der Schachmotivsammler. In dieser sind Freunde des Schachs aus über 30 Ländern organisiert und Borstendorf gehört selbstverständlich zu diesem illustren Kreis dazu. Doch unser Dorf hängt nicht nur an alten Traditionen fest. In der inzwischen fest etablierten Flugarbeitsgemeinschaft in der Schule gehen die jungen Borstendorfer sogar richtig in die Luft. Ob da die Gene des fliegenden Försters Baumgarten aus Grüna, welcher in Borstendorf seine erste Stelle als Förster hatte, noch immer in der Borstendorfer Jugend verankert sind. Ihr wisst nicht, wer der fliegende Förster Baumgarten ist. Er wird bald Thema eines neuen Filmes hier auf meinem Kanal sein. Bleibt also mal schön gespannt. Um jedoch zum Thema Wandern zurückzukommen, man ruht sich hier nicht auf dem einmaligen Schachwanderweg aus. Nein, es wird an neuen und interessanten Themenwanderwegen gearbeitet. Im Aufbau befindet sich Borstendorf von hinten. Ich kann euch sagen, eine vielversprechende Idee wurde damit geboren und ich werde sie euch zu gegebenem Anlass vorstellen. Wenn ihr neugierig auf Borstendorf geworden seid, dann freut es mich natürlich. Denn nach Borstendorf sollte man nicht nur einmal fahren. Ein Besuch lohnt sich immer. Doch jetzt setzen wir unseren weiteren Weg fort mit immer neuen und schönen Ausblicken. Und wer ganz genau hinschaut, der wird sogar noch den früheren Skilift von Borstendorf erkennen. Wie ihr sehen könnt, hier gab es im Winter tatsächlich so viel Schnee, dass sich zu DDR-Zeiten ein Skilift lohnte. Hier haben wir einen weiteren schönen Blick auf das Unterdorf von Borstendorf und dort drüben führt ein weiterer schöner Flügel des Schachwanderwegs entlang. Doch den laufen wir in einem späteren Film gemeinsam. Von der Krone des Erzgebirges, der Augustusburg, habe ich euch ja schon mehrfach erzählt. Hier von unserem Höhenweg ist sie ebenfalls sehr schön zu sehen und ich liebe diesen Anblick. An der nächsten Gabelung halten wir uns links. Und bevor wir ins Flöatal hinabsteigen, können wir den Blick aufs gegenüberliegende Spielzeugdorf Grünhainichen und ganz besonders auf die schönen Hirsche im Wildgatter genießen. Wobei ihr Anblick in der freien Natur definitiv ein schönerer wäre. Auf schmalen Pfaden steigen wir anschließend weiter hinunter, wobei ihr den Weg bereits teilweise aus einem früheren Video kennt.
Angekommen am Sturzwehr geht es den Fluss aufwärts, vorbei an der sogenannten Schaukelbrücke, von welcher ich euch noch in einem späteren Video erzählen werde, am unteren Ende des früheren Komplexes Flossmühle bis zum inzwischen leider auch geschlossenen Bistro. Dort werden wir nicht nur über die Müllerei bzw. die Flossmühle selbst aufgeklärt, sondern finden mit einem weiteren Bauern auch die nächste Schachfigur. Es bleiben jetzt noch die letzten 100 Meter und wir erreichen unseren Ausgangsort. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser kombinierten Wanderung zwischen Schachwanderweg und Flöhatalweg. Bevor wir uns auf dem Heimweg machen, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Und bald geht's hier weiter, unter anderem mit einem der nächsten Abschnitte des Schachwanderwegs, mit Borstendorf von hinten, unserer Pilgerreise nach Rom und vielen anderen. Bis bald, ciao!